Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein, ich bin in Ebermannstadt bei den Spur 1 Tagen und bin jetzt hier beim Markus Michelbach aus Würzburg. Der ist leidenschaftlicher Modellbauer, aber hauptsächlich zwar Elektronik und irgendwie 3D-Druck, aber jetzt hat er sich hier an einem Modul verausgabt. Genau, ich habe jetzt meine ersten Module gebaut. In der kurzen Zeit von 4 Wochen für Ebermannstadt, weil der Tom Steiner mich gefragt hatte, ob ich ausstellen möchte und was hätte zum Spielen oder zum Zeigen. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, das einfach mal umzusetzen. Und ich glaube, es ist okay geworden, glaube ich, auf die Schnelle. Ich habe vorher schon mal nachgemessen, das Gleisniveau ist bei 1,34 Meter, also angenehme Kopfhöhe für Erwachsene. Genau. Und die Module selber sind 1,10 Meter lang und 80 tief. Und wie hoch das Gebirge? Das sind um die 60 Zentimeter, was wir jetzt quasi an Hang hinten hinter dem Gleis haben. Es ist daraus resultiert aus dem Baustoff. Da habe ich jetzt Styrodurplatten genommen in 5 Zentimeter Stärke. Die sind richtig robust und kann man gut bearbeiten. Das hat sich angeboten und ich finde auch, dass die Höhe für so ein Modul jetzt absolut angenehm und interessant ist jetzt auch, ne, in Spur 1. Das wird dann mit Heißschnitt oder wie schneidet Genau, man die? genau. Mit dem heißen Messer oder mit dem Cuttermesser lässt sich das richtig gut bearbeiten. Den Rest macht man dann mit Feile und Schleifpapier, wenn es nochmal ins Feine gehen soll. Aber im Groben, ja. Genau. Und die Oberleitung, die jetzt hier gebaut wurde, das ist jetzt hier Holzmasten. In welcher Epoche? Epoche 2 oder was ist das? Oh, da muss ich passen, weil welche Epoche die genau betreffen. Ich würde jetzt mal sagen, so 30er bis 50er Jahre vielleicht wurden die in Überlandstraßenbahnen ganz oft verwendet. Ist natürlich jetzt alles Hörensagen und frei erfunden, weil ich es einfach nur toll fand, habe ich die Masten mir für mich gebaut. Also einfach Fantasie. Einfache, freie Fantasie, genau. Und die Bügel von den Masten, das ist Metall? Messingdraht gebogen. Habe mir eine Schablone gemacht dafür, wo ich die einlege, damit sie relativ gleich werden alle. Und abgespannt ist das Ganze mit einem Gummifaden, was es sehr moderat macht, die Fahrzeuge ein- und ausgleisen und auch zu betreiben. Ja, warum nicht? Weil Stromversorgung brauchen wir sowieso nicht machen. Bei Spur 1 gibt es aktuell keine Lok mehr, die wirklich dann über die Oberleitung versorgt wird. Die Zeiten sind vorbei. Und was hat es jetzt hier damit auf sich? Der ET91, der ist natürlich im Gebirge, München, Garmisch, Mittenwald oft gefahren. Aber einen Anhänger kann ich mich nicht erinnern, dass der irgendeinen hatte. Den VB 141 kenne ich vom Schienenbus. Peter, da hast du recht. Den VB 141, der ist sehr skurril, der Wagen. Ich bin auf den aufmerksam geworden in der Recherchearbeit zu dem Schienenbusanhänger, zu dem VB 141 0, also 200 bis 202 ist es so, dass der ausschließlich für den ET91, also unseren gläsernen Aussichtstriebwagen, den man kennt, produziert wurde, um Skier zu transportieren. Skier und Gepäckstücke in die alpine Gegend, Skifahrern ermöglichen, den Sport zu betreiben und die mitzunehmen. Er ist relativ unbekannt, habe aber tatsächlich Unterlagen und Pläne darüber gefunden und auch Berichte gefunden, nur was es leider nicht so detailliert gab, welche Farbgebung hatte er. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, den roten zu bauen, für eben den ich jetzt hier betreibe, oder den in dem Olympiablauen, den stelle ich dir da mal eben hin. Das ist für den hellblauen Triebwagen jetzt der Anhänger. Ich habe ihn einfach benummert, wie es mir eingefallen ist, aber ich finde ihn sehr, sehr schön ansehnlich und die Farbgebung ist auch richtig toll. Ne? Und das Material, das ist jetzt 3D-Druck oder was ist das? Genau, das ist reiner 3D-Druck. Das sind auch meine Prototypen, das heißt, die sind jetzt noch nicht so perfekt wie vielleicht das ein oder andere Modell, das man so kennt. Aber ich finde, die sind schon sehr toll geworden. Ja. Und die werden hier jetzt gekuppelt über eine Kuppelstange, über eine entsprechende Erweiterung des ET91. Das ist jetzt hier ja mal die Fahrerseite. Das Modell hat ja auf beiden Seiten eigentlich einen Führerstand. Aber beim Modell ist jetzt hier natürlich nur der Griff auf der Seite, damit man fahren kann.
Hat man den dann tatsächlich geschoben, den Wagen, oder wurde der normal nur hinten angehängt? Sowohl als auch. Es ist jetzt so, in meinem Fall war die Zeit etwas ein Problem. Ich habe mir irgendeine Seite des Triebwagens genommen und habe die umgearbeitet, weil in der Schürze des Triebwagens eine kleine Öffnung gefräst werden muss. Wirklich sehr klein, um ein Stückchen Messing durchschauen zu lassen. Im Endeffekt war es nichts anderes wie ein Stück Flachstahl mit einem Loch, wo sie gekuppelt haben. Im Modell habe ich das mit einem Stück Messing jetzt nachgebildet und habe mir einfach eine Seite der beiden ausgesucht, ohne darauf zu achten, Fahrtrichtung. Aber ja, er wurde auch geschoben, darum auch die niedrige Bauform des Anhängers, damit der Triebwagenführer über das Fahrzeug schauen konnte aufs Gleisfeld. Das war der Hintergrund. Das heißt, das ist dann aber auch beim Schienenbus tatsächlich so? Korrekt, korrekt. Auch der Schienenbusanhänger ist deswegen so niedrig gehalten worden, damit er auch geschoben werden kann im Gleisfeld. Wieder was dazugelernt. Tatsache. Was haben wir hier auf der Anlage noch an Kleinigkeiten? Das ist jetzt hier einfach nur Wagenmaterial, das man hier so ein bisschen gebaut hat. Ein etwas gealterter VW-Bus. Der kommt fast aus der Neuzeit, der VW-Bus. Ja, das ist quasi ein ziemlich runtergekommener, ferngesteuerter VW-Bus. Der Traktor im Übrigen genauso, ist RC gesteuert. Man kennt es von mir vielleicht schon von vorhergehenden Projekten. Es ist ein RC-gesteuerter Trecker mit Strohballenaufbau, den ich hier über die Module fahre. Macht ein sehr tolles Bild, macht richtig viel Spaß. Momentan, oder was fährt von den beiden Dingen? Der Traktor fährt gerade. Können wir den mal fahren lassen? Der VW-Bus fährt nicht, den stelle ich einfach mal dann runter. Ne? Also Peter, dann lasse ich dir mal den Trecker ein Stückchen fahren. Jetzt kommt die hohe Kunst des Rangierens normalerweise. Ja, aber wir haben gesehen, er fährt. Wir können mal ein Stückchen zurückfahren. Das ist eben eine schöne Sache, eine Herausforderung. Ich muss das auch mal ausprobieren. Mit einem Hänger rangieren. Es ist schwierig. Vor allem, wenn die Straße dann schmal ist, Gebirgsstraße. Aber ich sehe schon, das macht Spaß. Ich muss das auch mal ausprobieren. Das darfst du gerne machen. Irgendwann muss ich das mal ausprobieren. Dann machen wir weiter mit dem Interview. Wir sind hier mittendrin. Dann haben wir hier noch eine E60 patiniert. Ist das eine Wunder oder was ist das jetzt hier? Es ist keine Wunder, es ist eine Märklin-Lok. Ach, so schön kann man das machen, wenn man es patiniert. Relativ alt schon das Fahrzeug bei mir im Bestand, genau, hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und ich habe es mit ganz einfachen Mitteln ein bisschen patiniert, ein bisschen Alltag reingebracht, um das Fahrzeug einfach der Anlage anzupassen, genau. Nichts Besonderes. Nicht so schön, wie man es vielleicht von anderen kennt. Aber was ganz toll ist, glaube ich, und zwar, den kennt auch jeder, den kleinen Stapler, der sich gerade im Inneren des Wagens befindet, Peter, den kennt ihr wahrscheinlich. Der wurde früher bei der Bahn ganz oft eingesetzt, eben in diesem kleinen Güterwagen. Die Kunst war daran, der musste da reinfahren können, das heißt, er darf nicht so hoch sein und er musste sich im Wagen drehen können, auf der Stelle. Und das kann der Kleine halt. Ne? Ach, deshalb ist der jetzt hier in dem Wagen auch. Deswegen, der steht da jetzt auch drin, genau, den haben die einfach da stehen lassen. Ne? Aber das ist jetzt kein Fahrmodell, sondern ein Standmodell? Es ist ein Standmodell, ja. Auch selber gedruckt? Oder auch selber konstruiert und gedruckt. Können wir den mal rausholen? Ja, natürlich. Einen kleinen Augenblick. Ich würde den mal da runterstellen auf die Straße, dann darf man sich den mal anschauen. Man kann jetzt die Gabel hoch und runter bewegen, so wie man das möchte. Und kann ihn dementsprechend dann einfach platzieren in einem Wagen oder an einem Güterbahnhof oder an einem Bahnhof überhaupt, wo Güter zu verladen sind oder Ähnliches. Ja, schön, wenn man Lust und Zeit hat, sowas mit 3D dann zu konstruieren. Du druckst selber, du konstruierst es selber. Genau. Es ist eher aus einem Wunsch heraus entstanden. Ich hatte den Klaus angerufen, Klaus Holl, Azor, kennst du vielleicht? Der hatte den ja mal hergestellt. Der hatte leider keinen mehr im Portfolio, den er mir zur Verfügung stellen konnte, weil er einfach keinen mehr hat. Und da habe ich ihn gefragt, ob ich mir den bauen darf, ob er was dagegen hätte. Und er war sichtlich überrascht, dass ich das machen möchte und sagte, ja, natürlich gerne. Und dann habe ich die Konstruktion begonnen und habe mir so einen Stapler
konstruiert und gedruckt, weil ich so macht man aus der Not eine Tugend. Ja, tatsächlich. Und macht sich da einfach was. Ja. Tatsächlich. Ja gut, das war jetzt hier ein schöner Ausflug. Tolle kleine Modulanlage, die auf die Schnelle entstanden ist, macht schon relativ viel her auf die Schnelle und wird mit Sicherheit dann im Laufe der nächsten Monate noch irgendwo weitergestaltet. Vielleicht dann noch irgendwelche Straßen, Pfosten oder Leitplanken oder sonstiges. Sicherlich. Gestern kamen schon 2 Wanderer dazu. Und dann wächst und gedeiht die Anlage im Laufe der nächsten Monate und vielleicht sehen wir die dann auf irgendeiner der weiteren Ausstellungen nochmal. Möglicherweise, ja. Gut, dann bedanke ich mich bei Markus Michelbach hier für die Erklärungen, für die Ausführung und wünsche noch einen schönen Messeverlauf. Servus. Danke, tschüss.